Du willst eine Astralreise erleben, hast jedoch noch Blockaden und weißt nicht, was du genau tun sollst, um die Astralreise zu indizieren, oder hast eine schlechte Erfolgsquote, dann sieh dir dieses Video an. Es wird dir die letzten Blockaden auflösen. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und einer der bekanntesten Experten für das Thema Astralreisen und Bewusstseinserweiterung. Und in diesem Video möchte ich mit dir über das Thema Astralreisen sprechen, vor allem, wenn es bei dir nicht klappt. Ja. Das Video ist ein Teil einer dreiteiligen Videoserie, die ich produziert habe. Die Serie ist aufgeteilt auf 3 Teile: Induktionen, Astralreise. Teil 1 ist die physische und mentale Vorbereitung einer Astralreise. Teil 2 ist die Induktion der Astralreise, also wie indizierst du die Astralreise. Und Teil 3 ist das, was du tun kannst, damit die Erfolgsquote einfach dann maßgeblich gesteigert wird. Ja. Und in diesem Video sprechen wir jetzt nicht darum, was du in Vorbereitung tun kannst oder wie du die Astralreise indizierst. Sieh dir dazu die anderen 2 Videos an. Ich verlinke dir beide in der Infokarte bzw. unten in der Videobeschreibung. Wie du das indizieren kannst, ich werde auch vielleicht mehrere Teile noch dazu machen zu diesem Thema, also vielleicht auch Teil 4, Teil 5 und so weiter, wo wir einfach noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Also falls du Fragen hast zum Thema Astralreisen, irgendwelche Blockaden hast, schreib mir alles unten in den Kommentaren hinein und in den nächsten Teilen werde ich für euch diese Fragen beantworten. Ja. Gut, also Teil 3 bzw. Phase 3 einer Astralreise. Ja. Ich wiederhole vielleicht ganz kurz Phase 1 und Phase 2, nur als ganz grobe Zusammenfassung. Wie gesagt, detailliert schau dir das Video zu an. Ja. Die Phase 1 ist die physische, mentale Vorbereitung, dass du trainierst deine Visualisierung, trainierst das Fallgefühl, trainierst die Vibration einzuleiten, trainierst den Absprung zu machen und trainierst die Position nach dem Disconnect. Ja. Phase 2 ist, du legst dich hin, du primest dich auf die Astralreise, du gehst deine Positionen durch, die du trainiert hast, du schläfst 5 Stunden mit Wecker, ja, bleibst dann zwischen 20 bis 45 Minuten wach, baust deinen Serotoninspiegel auf, tust Zähne putzen und machst einen Spaziergang oder so und legst dich dann hin, hörst Frequenzen, die dein Gehirn simulieren, dass du gerade in einer Astralreise bist. Der Körper fängt an, Melatonin auszuschütten. Er macht einen Körpertest, ob du dich juckst und bewegst. Wenn du nicht darauf reagierst, dann schüttet der Körper Melatonin aus. Gleichzeitig stellst du dir diese 5 Suggestionen vor. Also zuerst legst du dich hin, machst deine Ich erlebe ein Astralreise, eine Suggestion, ein paar Minuten. Dann legst du dich hin, stellst dir die Positionen vor, irgendwann kommt dann der Körper mit seinem Test, den du umgehst, indem du nicht darauf reagierst. Dann kommt das Melatonin, es schiebt dich eine Etage tiefer, von Beta-Wellen in Alpha und von Alpha in Theta-Wellen, und wir müssen unter 4 Hertz kommen, also in den Tiefschlafbereich, aber dort mit genug Serotonin wach bleiben, damit wir dann die Astralreise indizieren können. Durch diese Vorstellung, diese 5er Rotation, bringst du dich in einen Zustand hinein, wo es sehr, sehr einfach passieren kann, dass du eine Astralreise erleben kannst. Dort fängst du an, deine Vibration zu trainieren, einzuleiten, wenn die wirklich dann auch passiert und fertig ist mit der Vibration, dann trainierst du, dass du auf der Schaukel springst und dann deinen Absprung machst oder das Fallgefühl reproduzierst, dass du fällst und da fällst du auf die Position auf der Decke, oder du springst ab und positionierst dich auf die Position auf der Decke. Und das machst du 5-mal den Durchlauf. Wenn es nicht klappt, versuch einfach einzuschlafen. Und dann, wenn du eingeschlafen bist, mit Suggestionen aber, also mit der Suggestion, ich erlebe eine Astralreise, kann es passieren, dass du dann in der außerkörperliche Erfahrung kommst. Also erst um 6 Uhr ungefähr, oder wenn du um 22 Uhr schlafen gehst. Ich empfehle dir nicht nach 23 Uhr das zu indizieren, weil es funktioniert in der Regel nicht. Wenn du aber um 21 Uhr oder 22 Uhr dich hinlegst, dann schläfst du 5 Stunden, dann deine Schlafunterbrechung machst, so zwischen 2 Uhr bis 3, 4 Uhr, dann hast du dort die höchste Erfolgsquote, so aus Erfahrung. Ja.
das klappt dort nicht, in dieser Schlafunterbrechung nennt sich das, dann schlaf einfach ein. Dann kann es passieren, dass du es indizierst, und wenn es dann nicht klappt, dann ist es auch kein Problem. Ja? Weil irgendwann wirst du ja munter werden in der Früh, dann ohne Wecker natürlich. Also sagen wir mal, du schläfst dann ein um 6 Uhr oder so, oder um 5 Uhr oder um 3 Uhr und schläfst dann bis 8 Uhr. Ja? Also du wirst dann um 8 Uhr munter, also irgendwann wird man munter werden, und dann, wenn du munter geworden bist, bleib liegen, beweg dich nicht und versuche dann mit derselben Rotation, die du in der Schlafunterbrechung gemacht hast, dasselbe nochmal. Also du machst nochmal 5 Anläufe, und wenn diese 5 Anläufe nichts bringen, ist kein Problem. Du hast vielleicht dann zu viel Serotonin, weil du schon ausgeschlafen bist. Dann leg dir ein Buch über Astralreisen aufs Nachtkasten und fang an, dieses Buch zu lesen in der Früh. Ja? Und du wirst vielleicht ein paar Seiten lesen und du wirst dann merken, wie du jetzt plötzlich müde wirst, und dann kommst du in einen Zustand, wo Melatonin und Serotonin bei 50-50 sind. Das ist der Zustand, wo der Körper sagt so, jetzt könnte man noch eine Runde schlafen. Jetzt könntest du dich noch mal kurz hinlegen und du würdest einschlafen. Dann leg das Buch weg, tu dir die Kopfhörer auf, tu dir Frequenzen rein, schließ deine Augen und dann trainiere dieselbe Rotation nochmal. Zwar, du legst dich hin, fängst mit Suggestionen an, ich erlebe eine Astralreise, das machst du ein paar Minuten, dann machst du deine 5er Rotation, dann simulierst du die Vibration, das Fallgefühl, und dann versuchst du mit der Schaukeltechnik dich auf die Position oder mit dem Fallgefühl auf diese Position zu bringen. Dasselbe machst du 5 Durchläufe. Wenn das nicht klappt, versuch dann einfach wieder einzuschlafen mit der Suggestion, ich erlebe eine Astralreise. Dort, an diesem Punkt, habe ich persönlich die höchste Erfolgsquote. Wenn es nicht klappen sollte, dass du eine Astralreise erlebst, wirst du dann auch wieder irgendwann munter werden und versuchst dann einfach nochmal. Ja. Und wenn das nicht klappt, probier es einfach nochmal im Laufe des Tages. Am Nachmittag, vielleicht um 12 Uhr, vielleicht um 17 Uhr. Und das machst du jeden Tag. Denn mit jedem Tag, wo du genau diese Rotation machst, und ich empfehle dir in dieser Zeit passiv Bücher über Astralreisen zu lesen, dein Unterbewusstsein darauf zu primen. Ich habe einfach gemerkt, wenn du Bücher über Astralreisen liest, dann ist die Erfolgsquote einfach passiv 20% höher. Heißt, lese einfach ein Buch über Astralreisen, passiv. Das wird dir einfach maßgeblich helfen, die Erfolgsquote zu erhöhen. Ja? Mach diesen Prozess jeden Tag, und du wirst mit jedem Tag, das ist wie so eine Welle. Erster Tag ist die Welle hier, zweiter Tag ist die Welle hier, dritter Tag ist die Welle hier, vierter Tag hier, und das ist die Welle der Erfolgsquote. Irgendwann wird sie höher und dann hast du eine Erfahrung, dann wirst du motiviert, machst weiter, und dann ist vielleicht 3 Tage nichts, dann wieder die nächste Erfahrung, und so merkst du, wie diese Wellen immer höher kommen, die Erfolgsquote höher wird und diese Erfahrungen sich häufen, und plötzlich legst du dich einmal ins Bett, schließt deine Augen und zack, du bist immer in der Astralreise, und plötzlich kommen sie immer und du musst nichts mehr dafür tun, und dann bist du immer an einem Punkt, wo du der Meister der Astralreisen wirst. Ja? Also wiederhole das so oft wie möglich passiv und nicht 5 Tage Pause und dann nur am Wochenende, sondern wirklich jeden Tag. Kontinuität ist der Schlüssel, um alle Ziele zu erreichen. Ja? Und jetzt am Schluss noch ein paar Tipps dazu. Führe unbedingt ein Traumtagebuch und schreibe es händisch. Ja? Zweiter Punkt ist Visualisierung, trainiere täglich. Ja? Auch dieses Gefühl des Fallgefühls und das Schaukeln, versuche es wirklich regelmäßig, immer wenn ich am Klo sitze und ich schließe dabei meine Augen, mache ich meine 5er Visualisierung plus mein Fallgefühltraining, damit ich mir immer wieder dieses Gefühl hole, damit ich es immer wieder besser fühlen kann und indizieren kann. Ja? Und stelle dir jede Stunde habe ich einen Gong bei mir am Handy, so eine Klangschale, die kommt, und dann schließe ich kurz meine Augen und prime mich mit der Suggestion, mit diesem Gefühl, mit dieser Rotation ein. Ja? Super Methode, um Astralreisen wirklich zu forcieren. Ja? Und wie schon erwähnt, hol dir ein Buch und lese es passiv in diesem Zeitraum, wo du es indizierst. Das waren jetzt so meine 3 Vorbereitungsphase, Induktionsphase und was du tun kannst, um die Erfolgsquote zu erhöhen, Phase. Wenn du trotzdem eben Probleme hast, ja, dann schau einfach in der Astralreisen Academy vorbei. Wir haben doch eine eigene Telegram-Gruppe von Experten schon drin, die wir ausgebildet haben zu Astralreisen-Profis, wo schon viele Astralreisen erlebt haben. Wir und das Team unterstützen dich natürlich dabei, und du wirst dort auf jeden Fall lernen, wie du Astralreisen indizierst, falls du es noch nicht
kannst oder es unbedingt lernen möchtest. Es ist aus meiner Sicht die Plattform, wo man es wirklich lernt, weil die Erfolgsquote der Teilnehmer drin spricht für sich selbst. Ja, wirst du auch merken, wenn du in die Gruppe kommst oder bei einem der Zoom-Calls, die alle 2 Wochen stattfinden, dabei bist. Ja. Ich weiß noch, als wir die Academy begonnen haben, war am Anfang eher so die Fragen, wie geht das? Und mittlerweile sind es nur noch Fragen, die in Richtung, ich habe diese Erfahrung gemacht und wie komme ich weiter? Wie komme ich in diese Ebene? Wie erlebe ich das? Wie indiziere ich die Seelenreise aus der Astralreise? Ich habe immer luzide Träume, wie mache ich das? Also es ist dann schon, geht schon in eine andere Richtung. Man merkt halt wirklich, wie es tatsächlich funktioniert. Und man hat es ja auch im letzten Live-Seminar gesehen, wo die Volksquote über 90% in nur 4 Tagen war. Ja. Also wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema Astralreisen, stell mir sie unter diesem Video und ich mache andere Q&A-Antworten, eigene Videos, wo ich auf diese Fragen eingehe. Und da freue ich mich schon sehr, dir darauf zu antworten. In dem Sinne, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei dieser dreiteiligen Videoserie und wie gesagt, die nächsten Teile sind dann die Fragen, die du vielleicht jetzt noch hast, die sich vielleicht noch bilden aus der Praxis, was du tun kannst. Ich werde sie dir in den nächsten Videos beantworten und damit natürlich auch deine Erfolgsquote steigern. In dem Sinne, schön, dass es dich gibt. Danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren, danke für deine Fragen und vielleicht sehen wir uns ja in der Astralreisen Academy und dort werden wir viel, viel tiefer in das Thema einsteigen. Also bis bald.